ich 18 war, habe ich nicht gewusst, dass ich einen Zwillingsbruder habe. Wir haben uns zufällig kennengelernt und es war Liebe auf den ersten Blick. Ich halte diese Warterei einfach nicht mehr aus. Die Patron? Sie ist gefährlich. Du kannst ihr nicht mehr vertrauen. Und genau deshalb brauche ich etwas, das ich gegen sie verwenden kann, falls es zu einem Sorgerechtsverfahren kommen sollte. Ich bring dich um, du Scheißkerl. Es heißt, dass alles, was wir sehen, nichts als die Konstruktion unserer Wirklichkeit ist. Wer weiß schon, ob Dinge real existieren oder ob wir die Einzigen sind, die sie sehen. Aber wenn nichts sicher ist, noch nicht einmal unsere Gefühle, wie kann es dann sein, dass Enttäuschung so sehr schmerzt, wie ein Schuss mitten ins Herz? Ach du Scheiße. Sebastian, bitte nicht. Sebastian! Gott, du lebst. Was hast du getan? Ich wollte das nicht. Du wolltest mich umbringen. Nein, das stimmt nicht. Du hast auf mich geschossen. Hast einfach abgedrückt. Ich habe gar nicht auf dich geschossen. Ich habe auf meinen Vater geschossen. Dein Vater? Dein Vater ist tot! Padre, Ihre Worte haben mir eine Tür geöffnet, die ich lange verschlossen gehalten habe. Sie haben mir sehr geholfen. Vielen Dank. Julia Mendez. Gut sein. Sebastian, ich habe nicht auf dich geschossen. Aber du musst mir glauben, ich würde dir niemals was tun. Es geht nicht darum, was ich glaube, sondern was passiert ist. Und du hast auf mich geschossen. Ich habe dich aber nicht gesehen. Tanja, die verdammte Knarre raucht noch. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich schwöre dir, ich habe dich gar nicht gesehen. Jetzt komm mir bitte nicht wieder mit deinem Vater, ja? Ich weiß, aber er war hier. Drehst du jetzt durch? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich sehe Bilder und ich krieg seine Stimme nicht aus dem Kopf. Sebastian, ist alles in Ordnung? Ist nur ein Streifschuss. Es geht mir gut. Komm raus hier. Jetzt warte doch erst mal. Sofort! Nein, bitte nicht. Sebastian, mach die Tür auf! Und da auch. Irgendjemand hat unsere Flyer einfach abgerissen. Vielleicht darf man ohne Genehmigung gar keine Suchmeldung auf. Aber Kim ist schon seit Tagen verschwunden und wir dürfen nicht mal ein paar Zettel verteilen? Ich hänge jetzt sofort neue auf. Vicky!
Wir wissen noch gar nicht, ob es überhaupt sinnvoll ist, was wir hier... Was willst du denn damit sagen? Ich suche mein Kind. Wir haben seit Tagen nichts von ihr gehört. Was bleibt uns denn anderes übrig? Wir wissen noch gar nicht, ob sie überhaupt noch in Köln ist. Nur weil sie vor ein paar Tagen Geld abgehoben hat und ein paar Tage in dieser Jugendherberge gewohnt hat. Und genau hier gleich um die Ecke. Ja, aber sie hat ausgecheckt. Und seit gestern hat sich ihre Spur verloren und sie könnte mittlerweile sonst wo sein. Aber vielleicht braucht sie unsere Hilfe jetzt gerade besonders. Vicky, jetzt bleib mal stehen. Hey, das hältst du so nicht durch. Bitte. Du musst jetzt mal zur Ruhe kommen. Komm mal her. Vielleicht kommt Kim auch ganz alleine nach Hause zurück. Ich bleibe. Nein. Ich rede mit Marlene und Dana. Da wird dich einer von uns dreien ablösen. Bitte nicht. Mach die Tür auf, Sebastian. Du musst zum Arzt. Die Wunde muss versorgt werden. Das mache ich später. Sebastian, bist du noch da? Sag mir bitte wenigstens, wie es dir geht. Ich rufe jetzt die Polizei. Wir haben alles auf Band. Warte. Ich glaube nicht, dass sie mich umbringen wollte. Ach, tatsächlich. Und warum hat sie dann auf dich geschossen? Ich hab gedacht, du bist mein Vater. Das ist doch absurd. Der Mann ist seit Jahren tot. Und wenn sie halluziniert? Sebastian, diese Frau wollte dich umbringen. Begreifst du denn nicht? Verzeihen Sie die Störung, aber mir war, als hätte ich einen Schuss gehört. Sie haben sich geirrt. Das war der Durchzug. Graf Lahnstein? Sie haben sich geirrt. Eine Tür hat geknallt. Selbstverständlich, Graf Lahnstein. Hier weht ein recht starkes Lüftchen. Ich werde da wohl etwas verwechselt haben. Ja. Ist sonst noch jemand im Haus? Bitte mach die Tür auf. Nur wir drei. Danke, Justus. Wir müssen die Polizei verständigen. Diese Frau ist gefährlich. Wenn du jetzt die Polizei rufst, Sebastian, bist du dann noch erfahren wir da? vielleicht nie, was mit ihr los ist. Lass mich erst mit einem Psychologen sprechen. Ich wollte das nicht. Das musst du mir glauben. Wer sollte dir schon glauben? Verlogenes Miststück. Das nützt dir auch nichts, Tanja. Wir sind wieder ganz allein. Nur du und ich. Und niemand wird kommen, um dir zu helfen. Die Versöhnung mit deiner Mutter steht dir ausgesprochen gut. Ja, so weit ist es noch lange nicht. Ich habe ihr nur gesagt, dass sie nicht abreisen soll. Oh, mal sehen, wie sich das so entwickelt. Deine Mutter jedenfalls hast du sehr glücklich gemacht. Und mit deinem Vater sitzt du inzwischen auch schon wieder an einem Tisch. Das nenne ich Fortschritt. Mit meinem Mann dafür bald nicht mehr, wenn er weiter so freche Sprüche reißt. Wir sehen uns. Tschüss. Ich bin stolz auf dich. Ich weiß, wie schwer du dich damit tust, dich deiner Vergangenheit zu stellen. Auch wenn ich nichts darüber weiß. Ricardo. Ob und wenn, wann und wie viel du mir darüber erzählst, ist allein deine Sache. Und das geht absolut in Ordnung so. Also, es war bestimmt nicht leicht für dich, über deinen Schatten zu springen. Hast du nicht langsam genug von meinem Familienchaos? Och, so ein paar Onkel und Tanten, Neffen und Nichten, Brüder und Schwestern kann ich schon noch vertragen. Ich weiß ja nicht, wen oder was du mir noch so alles verheimlichst. Frau Schneider, Herr Brandner für Sie. Arno, bist du sicher, dass du dich nicht verwählt hast? Charlie, sitzt du? Machst du Witze? Im Gegensatz zu dir arbeite ich schließlich. Dann halte dich irgendwo fest. Ja, sag mir, wenn ich mich auch noch anschneiden soll. Also, Arno, komm raus mit der Sprache. Arno. Clarissa, sie lebt. Dana?
Dana ist im Stall. Im Stall war ich schon. Theresa hat mich hier hingeschickt. Gibt's Neuigkeiten von Kim? Alena, du hast mich gesucht. Was ist los? Hey, das wollte ich dich auch gerade fragen. Oh, Familientreffen. Hast du was von Kim gehört? Gibt irgendwas Neues? Leider noch nichts. Wie sieht's aus? Habe ich bei euch die Chance auf einen Kaffee? Na klar, ich mach dir einen. Da hat die ganze Plakatekleberei nichts genützt. Nicht wirklich. Eure Mutter ist noch in Köln. Ich habe ihr versprochen, dass wir sie später ablösen. Ich habe heute keine Probe mehr. Ich fahre am besten sofort hin. Ah, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn du in der Firma vorbeifahren könntest und ein paar Kopien machst. Uns sind die Zettel ausgegangen. Okay, kein Problem. Warte, ich komm mit. Ja, schon gut, Dana. Ich fahr mit. Bist du sicher, dass du mitkommen möchtest? Naja, Christian hat heute frei, also muss Dana am Stall bleiben. Außerdem braucht dein Vater jemand, der ihm ordentlichen Kaffee kocht. Ihr könnt uns ja später ablösen. Schön, dass du mitkommst. Ist doch selbstverständlich, wir sind eine Familie. Kannst du mal auf mich zählen, Thomas. Ich hoffe, das weißt du. Das ist nett von dir. Ruft mich sofort an, wenn es was Neues gibt, ja? Verlass dich drauf. Und wenn ich unseren Zwerg erwische, dann mache ich dir so einen Dampf, dass die glaubt, die sitzt auf dem Heizkissen. Bis später. Ja, Sie haben wirklich Glück gehabt. Danke, Dr. Wong. Auch für die kurze psychologische Beratung. Ja, nicht zu danken. Wir können uns auf Ihre Diskretion verlassen. Ja, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen. Du hast es gehört. Ein durch körperliche oder seelische Gewalt ausgelöstes Trauma kann auch Jahrzehnte danach noch massive Halluzinationen verursachen. Ja, redet über eure Geschäfte? Bei so viel geballter Fachkompetenz. Dann muss ich mir um die Zukunft der Firma ja keine Sorgen machen. Was willst du, Ansgar? Keinesfalls euer trautes Vater-Sohn-Gespräch stören. Da lese ich lieber ein gutes Buch. Nein! Da kannst du jetzt nicht rein! Warum? Habt ihr da irgendwas versteckt? Niemand hier? Seid ihr sicher, dass bei euch im Oberstübchen noch alles in Ordnung ist? Tanja, wo bist du? Tanja? Oh, Sebastian, ich bin so froh, dass du da bist. Was machst du denn hier? Ich musste weg. Er hat mich auch in der Bibliothek... Wie geht's dir und was macht dein Arm? Ja, das ist alles halb so wild. Sebastian, es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht verletzen. Das musst du mir glauben. Hey, ganz ruhig. Ich glaube dir. Nicht geschossen, sondern auf meinen Vater. Ganz ruhig. Ich weiß auch nicht, er taucht ständig auf, seit ich... Seit du im Eiskeller warst. Tanja, was ist da unten passiert? Bring mich nach Hause, ja. Jetzt sag schon, was los ist. Nanu, hast du schlechte Laune? Ja, hättest du auch, wenn du ständig einen Anschiss kassieren würdest. Der Wasserschaden ist Geschichte. Vergiss es einfach. Auf einmal? Ja, wenn ich ehrlich sein soll, hast du dir schon fettere Klöpse geleistet. Aber weil ich klug bin und über den Dingen stehe, bin ich dir deswegen auch nicht mehr sauer. Nee? Nee. Und ich habe ein großes Herz für blonde Frauen in Not. Heute jedenfalls, also ist das quasi dein Glückstag. Du bist mir irgendwie unheimlich, wenn du so nett bist. Sehr gut. Solange du mir und meinen Launen genügend Respekt entgegenbringst, werden wir uns hier gut verstehen. Soll heißen, du kannst hier einziehen. Ich mach auf. Super. Mein erster Gast in unserer Wohnung. Was wollen Sie denn hier? Das könnte ich Sie fragen. Olli, Das ist eine Überraschung. komm jetzt hör auf mit dem Theater. Oh, soll ich Sie rauswerfen? Jessica, ich gebe Ihnen einen Rat. Legen Sie sich heute nicht mit mir an.
Jetzt weiß ich auch, warum du nach deinem Urlaub auf Mallorca so komisch warst. Hast du gedacht, du könntest es mir ewig verheimlichen? Also, falls du meinen Flirt meinst, Raphael, das war nur eine Nacht. Wie jetzt? Du hattest Sex? Jessica. Na gut, dann lasse ich euch halt allein. Olli, warum hast du mir nicht gesagt, dass Clarissa noch lebt? Schön, dass du gekommen bist. Schöner Balkon. Seit meiner Haft kann ich geschlossene Räume nicht mehr so gut ertragen. Das war bestimmt schwer für dich. Ach, lass uns nicht von mir reden. Erzähl mir von dir. Ich glaube, sowas hast du noch nie zu mir gesagt. Früher hat mir das Bewusstsein gefehlt. Ich hatte viel Zeit zum Nachdenken. Was ich alles versäumt habe. Es lässt sich nichts nachholen. Du musst nicht sagen. Es reicht mir, dass du da bist. Wir haben Zeit. Alle Zeit der Welt. Setzen Sie sich zu mir. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Hat die junge Dame Sie gefunden, der Sie die Beichte abgenommen haben? Sie wollte sich bei Ihnen bedanken. Nein. Ach, jetzt setzen Sie sich doch schon. Oder fürchten Sie, dass ich Ihnen Ihre Reise ausreden will? Okay. Monsignor, es tut mir leid. Ich fürchte, ich muss das Zentrum verlassen. Ich werde in Rom um meine Versetzung ersuchen. Man sollte niemanden unterschätzen. Sich selbst am allerwenigsten. Was wollen Sie damit sagen? Dass der Herr uns keine Prüfungen schickt, damit wir sofort unseren Ranzen schnüren und zum nächsten Posten weiterziehen. Ja, aber ich hatte auch immer meine Gründe. Ja, natürlich, ja. Mhm. Die Frage ist nur, ob es die richtigen waren. Ein Glück, dass meine Mutter rechtzeitig Bescheid gegeben hat. So, jetzt haben wir aber wirklich genug Kopien. Ach, es ist echt zum Heulen. Kimi könnte überall und nirgendwo sein. Ach, die Chancen stehen nicht schlecht, dass er sich noch irgendwo in Köln rumtreibt. Hast du schon mal drüber nachgedacht, wie viele Städte es in Deutschland gibt oder auf der ganzen Welt? Kim ist nicht von zu Hause weggelaufen, um sich die Welt anzusehen. Die hat kein Fernweh, die ist einfach nur trotzig. Und was macht dich da so sicher? Ich kenne ihre Schwestern ganz gut. Hab nicht viel von ihm mitgekriegt in den letzten Tagen. Ja. Ich hatte viel zu tun. Und? Wie laufen die Proben? Gut, sehr gut. Tristan hat eine perfekte Organisation auf die Beine gestellt. Wir haben Glück, dass noch keine Premiere ist. Wir haben überhaupt keine Ruhe mehr vor den Fotografen. Bislang hast du noch jede Situation für deinen Presserummel genutzt. Sag mal, Hagen, was denkst du eigentlich von mir? Du arbeitest mit Pferden und ich vermarkte eben meinen Körper, meine Stimme. Aber das tun Menschen eben, die auf der Bühne stehen, weil sie davon leben. Das heißt aber nicht, dass mir die Dinge weniger bedeuten. Ich fürchte, ich bin manchmal ziemlich selbstgerecht. Dafür aber ziemlich fotogen. Das macht so einiges wieder wett. Na komm. Lass uns Kim aufstöbern und schnell nach Hause bringen. Okay. Ich habe ihr ein leichtes Schlafmittel gegeben. Was war denn da im Schneiders los? Müssen wir da was regeln? Was soll das denn heißen? Sebastian, Tanja hat auf dich geschossen. Machst du dir keine Gedanken darüber, dass Tanja jetzt unbeaufsichtigt in Düsseldorf herumgeistert? Sie saß im Schneiders, weil sie nicht allein sein wollte. Ich hätte sie hier nie allein lassen dürfen. Ist dir eigentlich klar, dass sich die Dinge ihrer Kontrolle entziehen? Ich glaube, das macht ihr am meisten zu schaffen. Das war bei Maria genauso. Sie hat sich sehr lange geweigert, psychologische Hilfe anzunehmen. Und deswegen muss ich es herausfinden, was sie so traumatisiert hat. Das ist der Schlüssel zu allem.
Es kann sich jederzeit wiederholen. Ist dir das eigentlich klar? Es geht nicht nur um Tanja, sondern um uns alle. Um dich und deine Geschwister. Du darfst sie keiner Gefahr aussetzen. Sebastian, du musst etwas unternehmen. Sie haben hier eine Verpflichtung, Padre. Nicht nur sich selbst, sondern auch Ihren Schützlingen gegenüber, die Gott Ihnen anvertraut hat. Sie sind bei Ihnen in den besten Händen. Ja, sicher. Aber Gott hat Sie in seinen Dienst gerufen, damit Sie an den Aufgaben wachsen, die er Ihnen stellt. Und nicht, damit Sie eigenmächtig entscheiden, welche Sie annehmen wollen und welche nicht. Ich fürchte, ich bin noch nicht so weit. Tja, dann müssen Sie Ihren Weg gehen, Padre. Aber vergessen Sie bitte nie, dass meine Tür Ihnen jederzeit offen steht. Ich danke Ihnen. Grüßen Sie die Jungs von mir. Der Herr sei mit Ihnen, Padre. Jetzt bist du selbst Mutter. Timo ist ein toller Junge. Leider schon viel zu unabhängig. Genau wie du in seinem Alter. Du warst bestimmt der größte Dickkopf, der mir je begegnet ist. Was für eine Strafe, wo du es doch gewohnt warst, dass alle tun, was du sagst. Ja, bei meiner Tochter habe ich da auf Granit gebissen. Dabei sollen doch Eltern von Kindern lernen. Naja, bei mir hat es eben ein bisschen länger gedauert. Ich bin sehr stolz auf dich. Du hast alles richtig gemacht. Mit einem Mann wie Ricardo ist das auch nicht so schwer. Unser Leben hier ist perfekt, die Insel, die Menschen, unser Haus, die Natur. Es ist schwer, hier was zu vermissen. Das hört sich so an, als hättest du die Insel seit Jahren nicht mehr verlassen. Doch einmal war ich noch zu Hause. In Düsseldorf? Ja. Christophs Beerdigung. Nachdem du ihn in den Selbstmord getrieben hast. Ich glaube, ich muss los. Warte. Bitte geh nicht. Lust auf einen Spaziergang? Es tut mir ja auch leid, aber ich musste Arno versprechen, niemandem von Clarissa zu erzählen. Ach, und ich bin niemand, ja? Ich bin deine Tante und außerdem dachte ich, wir sind die besten Freunde. Vielleicht mache ich uns erstmal einen Sekt auf den Schock. Jetzt lenkt nicht vom Thema ab, ja? Aber eine vernünftige Flasche, kein Pikolöchen. Clarissa lebt. Ich kann's immer noch nicht fassen. Hey, feiern wir mal einen Einstand? Nee, das ist eher was Privates. Oh, verstehe. Dann will ich mal nicht stören. Also dann. Auf alte Freunde. Und Überraschungen. Ja. Aber warum hat sich Clarissa die ganzen Jahre nicht bei mir gemeldet? Keine Ahnung. Das ist wieder typisch Clarissa. Ich dachte, du freust dich, dass sie lebt. Ach, das tue ich doch auch. Und wie? Ich hätte es mir eigentlich denken können. Clarissa ist kein Mensch, der einfach so stirbt. Viel zu wenig mondän. Aber was macht sie jetzt auf Mallorca? Julia, natürlich. Sie hatte Sehnsucht nach ihrer Tochter. Aber ich glaube, das läuft nur so mittelgut. Naja, kein Wunder nach allem, was passiert ist. Clarissa ist wieder da. Du, am liebsten würde ich da runterfliegen und ihr die Hölle heiß machen. Hat nicht die Courage, mich anzurufen. Ja, ihr zwei wart schon ein verrücktes Gespann. Ich weiß nicht, wie oft ich ihr gerne den Hals umgedreht hätte, aber ich hatte nie so viel Spaß wie mit ihr. Es tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Dankeschön. Entschuldigung, Ich habe keine Zeit. sie kann doch nicht einfach verschwunden sein. Mama. Hey, vielleicht sollten wir einfach mal eine Pause machen. Komm, es nützt doch niemandem was, wenn du vor Erschöpfung zusammenbrichst. Ja, komm, lass uns einfach mal ein bisschen hinsetzen. Okay.
okay. Du bist ja hier. Ich hab dir versprochen, dass ich da bin, wenn du aufwachst. Tanja, rede mit mir. Hey, ich dachte vorhin, ich gucke mir gleich die Radieschen von unten an. Ich möchte wenigstens verstehen, warum. Sebastian, ich weiß selbst nicht, was mit mir los ist. Tanja, du siehst deinen toten Vater. Du hörst seine Stimme, das ist doch... Was ist denn in dem Eiskeller passiert und was hat dein Vater überhaupt damit zu tun? Unser Keller, ja... Er hat mich eingesperrt. Ich war noch ziemlich klein. Es war dunkel und kalt und dann... Was hat er getan? Er hat mich verprügelt. Mit seinem Gürtel. Und wenn er einmal angefangen hatte, dann... Er hat mir die Schuld gegeben. Er hat gesagt, ich wäre ein dummes, verlogenes Dreckstück. Eine Versagerin, in die er ein bisschen Verstand reinprügeln müsste. Was war mit deiner Mutter? Ach, meine Mutter. Verstehe. Gab's denn sonst niemanden? Ich hatte einen kleinen Bruder, weißt du. Und er ist meinetwegen gestorben. Weil er mich beschützen wollte. Komm her. Komm her. Ich bin hier. Ich bin da. Ganz schön wild. Wir waren so jung. Also ich meine, ein bisschen jung. Ja. Sag mal, wie sieht sie eigentlich aus? Hat sie sich besser gehalten als ich? Ach, Charlie, du siehst doch keinen Tag älter aus als... Dünnes Eis, mein Lieber. Ganz dünnes Eis. Ich habe doch gleich gemerkt, dass du so seltsam warst, als du von Mallorca zurückgekommen bist. Ein Ferienflirt, ja? Wie hieß er gleich? Raphael? Tratsch's nicht gleich weiter, ja? Ehrlich gesagt war ich ganz froh, dass du nicht nachgebohrt hast. Arno war es so wichtig, dass keiner von Clarissa erfährt. Ich muss sogar ein Bild von ihr löschen. Du hast ein Foto von Clarissa? Ja, aber das habe ich gelöscht. Ja, worauf wartest du? Ich weiß, dass man sowas wiederherstellen kann. Sag mal, du hast doch auch mit ihr gesprochen, oder? Hat sie irgendwas erzählt? Hat sie dich was gefragt? Hat sie nach mir gefragt? Oh, Charlie. Ich bin ein Mann. Multitasking funktioniert hier nicht. Mhm. Und? Hast du's? Moment. Voila. Clarissa von Anstetten. Die sieht ja noch genauso aus wie früher. Ja, also fast genauso. Bisschen älter ist sie schon geworden. Ach, meine Clarissa. Jessica Stiel, hallo? Hast du aber... Herr von Lahnstein? Aufgelegt. Naja, ich habe heute frei. Tanja von Lahnstein ist krank. Tanja, Olli, Tanja darf auf keinen Fall erfahren, dass Clarissa noch lebt. Das wäre eine Katastrophe. Ja, aber es muss doch Ermittlungen gegeben haben. Mein Vater hat recht behalten. Keiner hat mir geglaubt. Und was ist dann passiert? Ich wurde in die Psychiatrie eingewiesen. Schizophrenie. Das glaube ich jetzt nicht. Es war aber so. Ich habe jahrelang in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gesessen. Und es ist mir egal, ob du es mir glaubst. Natürlich glaube ich dir. Ich kann doch einfach nur nicht fassen, wie jemand seinem Kind sowas antun kann. Wir hatten alle Angst vor ihm. Ich war die Einzige, die... Thomas und Maike waren wirklich klein. Ich musste sie beschützen. Und deine Mutter hat nichts getan? Meine Mutter hatte Angst. Sie wollte ihn nicht verlieren. Sie hat angefangen zu trinken. Ich
vermute mal, sie konnte meine Schreie nicht mehr ertragen. Tanja, so eine Geschichte muss niemand mit sich allein herumtragen. Das ist zu viel. Ich habe sie dir jetzt erzählt. Ja. Aber was würdest du denn davon halten, wenn wir zusammen zu einem Arzt gehen? Ich gehe nie wieder auch nur in die Nähe eines Psychiaters. Hast du mich verstanden? Nie wieder. Aber ich kann jetzt nicht schlafen. Wir müssen doch Kim finden. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Kim vielleicht von alleine zurückkommen könnte? Wenn sie soweit ist? Und wenn nicht? Weißt du, was mir als erstes aufgefallen ist, als ich dich und deine Familie kennengelernt habe? Der Unterschied zu uns. Wir Lahnsteins, wir sind ein Haufen Einzelkämpfer und die meiste Zeit wollen wir genau das Entgegengesetzte und deshalb kämpfen wir. Ständig. Bei euch ist es anders. Aber du hast doch noch nie versucht, morgens 5 Minuten im Bad zu ergattern. 4 Frauen und ein Bad, keine schönen Szenen, kann ich dir sagen. Weißt du noch, als ich 14 war, habe ich da noch mal ein ganzes bisschen Haare ausgerissen. Sie hat so geschrien. Und dann hat sie deine Schminke ins Klo gekippt. Wie teuer war da noch mal der Klempner? Ich weiß es nicht. Papa wollte euch den Betrag vom Taschengeld abziehen. Aber dann hätten sie das 4 Jahre abstottern müssen. Ja, und schon war unser Streit auf wundersame Weise beigelegt. Schließlich mussten wir ja gegen Papa gemeinsame Sachen machen, um genau das zu verhindern. Genau das meine ich. Ihr seid wie ein Rudel. Ihr haltet zusammen. Kim wird nicht darauf verzichten können. Keiner von euch kann auf Dauer ohne den Rest der Familie auskommen. Das stimmt. Kimi ist kein kleines Mädchen mehr. Ich glaube, Hagen hat recht. Sie wird zurückkommen, wenn sie soweit ist. Lasst uns nach Hause fahren. Tanja ist kein Täter, sie ist ein Opfer. Aber es kann nicht schaden, Beweise gegen sie in der Hand zu haben. Du hast die Aufnahme doch noch, als sie auf dich geschossen hat. Das war ein Unfall. Verwahr sie an einem sicheren Ort, am besten im Safe. Ist überhaupt nicht nötig. Ich brauche keine Beweise mehr gegen Tanja, um sie irgendwann mal unter Druck setzen zu können. Was macht dich da so sicher? Wir haben nichts. Nicht mal ein ärztliches Attest. Vielleicht spielt sie die ganze Geschichte nur vor und ist in Wirklichkeit gar nicht krank. Sie wurde als Kind misshandelt und zwar 2 Jahre lang in einer psychiatrischen Klinik eingesperrt. Und warum? Damit sie niemandem erzählen konnte, dass der ach so liebe Daddy den kleinen Bruder umgebracht hat. Glaub mir, wenn jemand Grund hat zu halluzinieren, dann sie. Das wusste ich nicht. Was Tanja jetzt braucht, ist, sie muss sich sicher fühlen. Ich werde die komplette Verantwortung für sie übernehmen. Okay. Aber ich bin dagegen, dass das Band vernichtet wird. Gib es mir. Sebastian, es geht um die Sicherheit der gesamten Familie. Wer weiß, wozu wir es noch einmal brauchen können. Aber du versprichst mir, dass du es nicht verwenden wirst, ohne das vorher mit mir abzusprechen. Und dass du es niemandem erzählst. Du hast mein Wort. Ich bitte einen Moment um Ruhe. Ich möchte euch gerne etwas mitteilen. Padre Jan arbeitet nicht mehr bei uns im Zentrum. Er hat sich vorhin verabschiedet. Wie jetzt? Soll das ein Witz sein? Ich habe ihn vorher noch getroffen, da war er schon komisch drauf. Ist er echt abgehauen, ja? Einfach so? Oder hat er keinen Bock mehr auf uns? Nein. Sein Entschluss zu gehen hat wirklich nichts mit euch zu tun. Zu mir hat er immer gesagt, man soll vor Problemen nicht weglaufen. Was macht er jetzt? Ja? Vielleicht kochst du einfach schlecht. Manchmal muss man einen Menschen einfach ziehen lassen, Emilio. Und vergiss nicht, er hat dich nicht persönlich im Stich gelassen. Na klar hat er das.
Klar hat er das uns alle. Immer nur predigen und dann selber sich nicht dran halten. Pah. Es ist nicht an dir, über ihn zu richten. Du kennst seine Beweggründe nicht. Ja, das müsste ich mal bringen. Einfach hier meinen Küchendienst zu schmeißen. Davon würde ich dir dringend abraten. Sonst kriegst du es nämlich mit mir zu tun. Können wir nicht irgendwas machen? Ich fürchte, wenn wir nicht bald ein Lebenszeichen von Kim haben, dann rastet Mama aus. Ich weiß nicht, vielleicht könnten wir uns ins Radio wenden oder ins Regionalfernsehen. Also, wenn wir bis morgen früh kein Zeichen haben, dann... Hallo. Vicky! Ach, wir wollten dich gerade ablösen. Mama, soll ich dir noch schnell was zu essen machen? Wir können noch zusammen essen, oder? Ja, also eigentlich wollten Dana und ich gerade nach Köln fahren. Ist Kim wieder da? Hagen hat mich davon überzeugt, dass es besser ist, wenn wir hier zu Hause auf sie warten. Hagen? Kim weiß, dass wir sie lieben und dass unsere Tür für sie immer offen steht. Mehr können wir im Moment nicht für sie tun. Hey, was meinst du denn? Ich bin einfach so froh, dass ich euch habe. Euch beide. Und Kim und Marlene. Meine Familie. Wenn auch nicht ganz komplett. Darf ich? Ja, vielen Dank. Das war schön, was du vorhin über unsere Familie gesagt hast. Und ich bin schockiert. Offenbar muss ich froh sein, dass du in unserer Ehe nicht mit so harten Bandagen kämpfst. Das heißt nur, dass du deine Zeit im Bad noch nicht überschritten hast. Ich werde nicht wütend, ich hänge an meinen Haaren. Glaubst du wirklich, meine Schwester kommt bald zurück? Deine Kimi, die wird es nicht lange ohne dich aushalten. Das kann ich auch sehr gut verstehen. Ich habe dich vermisst. Schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Hallo, Frau Schneider. Und, haben Sie von Ihrer kleinen Schwester was gehört? Wir haben ganz Köln abgeklappert und jetzt hoffen wir, dass sie vielleicht ganz von alleine wieder nach Hause kommt. Ach, ganz bestimmt. Niemand geht doch einfach so verloren. Und ich weiß, wovon ich rede. Also, alles Gute für Sie. Danke. Danke. Luca? Frau Schneider? Luca, Champagner. Für mich. Die Heimkehr vom verlorenen Sohn. Sie müssen kein gemästetes Kalb schlachten. So lange war ich jetzt auch nicht weg. Viele Menschen brauchen wesentlich länger, um von ihrem Irrweg zurückzufinden. Es sieht so aus, als wären sie doch schon viel, viel weiter, als sie bislang gedacht haben. Gibt es irgendetwas, womit ich Ihnen helfen kann? Nein, danke. Aber Wie heißt es so schön? Sich in die Augen sehen und miteinander reden. Das kann manchmal eine Erlösung sein. ja, aber es hilft eben auch nicht immer. Wir machen oft die Erfahrung, dass wir uns im Kreis drehen, bevor wir wissen, welchen Weg wir einschlagen sollen. Und unsere Wege sind, weiß Gott, oft sehr hart und sehr, sehr steinig, kosten viel Mühe und Arbeit. Das Leben ist kein Basketballspiel mit ein paar Jugendlichen. Aber wissen Sie, es sollte eben auch keine Qual sein, sondern der Weg zu innerem Frieden und zum Glück. Glück findet man vor allem in der Ruhe beim Gebet. Ich finde es beim Basketballspiel mit den Jugendlichen. Und wenn ich helfen kann, und genau deshalb bin ich auch hier richtig. Badre, unterschätzen Sie die Arbeit an sich selbst nicht. Wie Sie schon gesagt haben,
Wohin man auch geht, man hat sich selbst mit im Gepäck. Danke für den Spaziergang. Schön, dass du noch geblieben bist. Du bist richtig fit. Ja, ich schwimme viel und früher war ich jeden Tag mit Timo laufen. Der junge Mann hat heute wohl etwas Besseres vor. Ja, oder es ist ihm inzwischen peinlich, mit seiner Mutter beim Joggen gesehen zu werden. Danke. Es freut mich, dass es dir so gut geht. Und was du von deinem Mann erzählst, klingt perfekt. Und auf euren Sohn seid ihr bestimmt stolz. Ja, das sind wir. Außer er schleppt gerade wieder die halbe Insel zur Party ein oder ist in irgendwelche Schlägereien verwickelt. Schade, dass ich schon so viel von eurem Leben versäumt habe. Schon gut. Dass du heute so viel Zeit mit mir verbracht hast, ist mehr, als ich erwartet habe. Lass es uns langsam angehen, bitte. Typisch Clarissa. Immer für eine Überraschung gut. Ja. Danke, Luca. Obwohl ich es dir persönlich übel nehme, dass du dich ausgerechnet bei mir noch nicht gemeldet hast. Also komm, fass dir ein Herz. Ich glaube, wir haben uns einiges zu sagen. Hm? Prost, alte Freundin. Und gib dir ab jetzt gefälligst ein bisschen mehr Mühe. Wer weiß, was noch aus uns werden kann. Du vermisst mich doch genauso wie ich dich. Gib's doch zu. Du bist wach? Ja, ich habe auf dich gewartet. Und ich kann mir vorstellen, warum du gekommen bist. Ich werde kein Drama draus machen, versprochen. Unsere Verlobung hat nie existiert. Ich werde gehen. Und du brauchst keine Angst zu haben. Du kannst unser Kind jederzeit sehen. Ich werde es dir nicht vorenthalten. Warum willst du gehen? Ich habe auf dich geschossen. Vielleicht werde ich ja verrückt. Das hast du nicht verdient. Bleib bei mir. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder Angst haben musst.